wenn du das Felix sagst, bekommt er auch den Kontoauszug. Brigitte sagte das im Türrahmen, die eine Hand noch am Hemd des Mannes. 2.800 €. 3 Überweisungen. März. Von ihrem Haushaltskonto auf meins. Hinter ihr stand nicht Walter. Der Mann von der Baustelle gegenüber, die Staubspur seiner Stiefel auf dem hellen Teppich, das Foto von Walter noch auf der Kommode. Ich rührte mich nicht. Sie auch nicht. Was sie nicht wusste: ich war nicht gekommen, um sie zu entlarven. Ich wollte nur die Tabletten abgeben. Felix hatte Nachtschicht in der Klinik. Brigitte hatte mich am Abend vorher gebeten, Walters Blutdruckmittel vorbeizubringen, die bei uns auf der Küchenzeile liegen geblieben waren, und den Ersatzschlüssel, den sie uns für den Urlaub gegeben hatte. Du kannst einfach rein, hatte sie gesagt. Du bist doch fast Familie. Ich hatte geklingelt. Niemand. Dann den Schlüssel gedreht, wie immer. Im Flur roch es nach Kaffee und nach etwas Scharfem, wie Metallstaub. Von der Baustelle wehte es durch das gekippte Fenster. Brigitte?« rief ich. Keine Antwort. Nur eine tiefe Stimme hinter der Schlafzimmertür, zu leise für Walter, der sonst den Fernseher lauter stellt als nötig. Ich dachte, er sei krank. Ich dachte, sie brauche Hilfe. Ich drückte die Klinke. Dann stand sie da, im Bademantel, und der Mann knöpfte sich das Hemd zu, als könnte man eine Stunde ungeschehen machen, wenn die Knöpfe sitzen. Andreas. Den Namen wusste ich. Ich hatte ihn im Hof gesehen, mit der Thermoskanne, wenn Brigitte ihm Wasser hinausbrachte. Sie sah zuerst mich an, dann das Foto auf der Kommode, dann wieder mich. »Mach die Tür zu«, sagte sie leise. Ich machte die Tür nicht zu. Ich setzte die Tablettenschachtel auf den Flurschrank, als wäre das noch ein normaler Dienstag in Augsburg. »Felix darf das nicht erfahren«, sagte sie. »Und Walter erst recht nicht. Du verstehst das.« Ich verstand nur den Kontoauszug. 2 Jahre war ich mit Felix zusammen. 18 Monate davon aßen wir sonntags bei seinen Eltern, in dem Reihenhaus an der Straße, an der seit einem Jahr der Kran steht. Walter sprach wenig. Er aß, nickte, ging in den Keller zu seinen Modellbahnen. Brigitte füllte nach, lachte, fragte nach meiner Arbeit in der Hausarztpraxis, strich Felix über den Arm, als wäre er noch 17. Sie war die Frau, der die Nachbarinnen den Schlüssel gaben. Die Frau, die beim Pfarrfest den Kuchen schnitt. Die Frau, von der Felix sagte, meine Mutter hält das hier zusammen. Die Baustelle kam im Frühjahr. 3 neue Wohnblöcke, Lärm ab 6:30, Staub auf den Fensterbänken. Brigitte beschwerte sich zuerst, wie alle. Dann brachte sie den Männern Wasser. Dann einem. Andreas Renner. 47. Polier. Getrennt. Nicht böse, nicht laut. Er trug die Thermoskanne wie andere eine Aktentasche. Einmal half er Walter, den Gartenzaun zu richten, und Walter sagte hinterher nur, anständiger Kerl. Ich habe das geglaubt. Warum auch nicht? Im Juni fing Brigitte an, sich die Haare färben zu lassen, öfter als sonst. Im Juli kaufte sie ein neues Kleid für kein Fest, das im Kalender stand. Im August ging das Handy mit in den Garten, und wenn es klingelte, sagte sie, die Baustelle, wegen des Staubs. Felix merkte nichts. Er arbeitet Nächte. Er küsst seine Mutter auf die Stirn und glaubt, Stirn und Wahrheit liegen nah beieinander. Ich merkte ein paar Dinge und erklärte sie mir freundlich. Einsamkeit. Stolz. Eine Frau Ende 50, deren man lieber mit der Modellbahn spricht. Was ich nicht erklärte, war der März. Im März fehlten mir 890 € Miete, plus die Rechnung für die Kupplung, 1100, plus der Rest, der sich aus Lebensmitteln und dem ausbleibenden Gehalt zusammenaddierte, weil die Praxis die Überweisung 2 Wochen zu spät schickte. Ich hatte Brigitte nicht um Geld gebeten. Ich hatte ihr Schlüsselbund in der Hand, weil ich die Blumen gegossen hatte, während sie bei ihrer Schwester war. Auf dem Schreibtisch lag das Online-Banking offen. Das Haushaltskonto. Ihr Name. Walter's Name. Eine Summe, die für sie ein Monat einkaufen war und für mich der Boden. Ich überwies. Dremel. Tausend.
Noch einmal 1000. Dann 800. Ich sagte mir, Laien. Ich sagte mir, nächste Woche zurück. Nächste Woche kam die Praxiszahlung, aber die Kupplung war teurer als gedacht. Ich überwies 400 zurück. Den Rest nicht. Brigitte hat nie gefragt. Sie hat ausgedruckt. 3 Zeilen, mein Name, ihr Konto. Sie hat den Zettel in die Küchenschublade gelegt, unter die Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine, und eines Abends, als Felix im Bad war, hat sie ihn mir auf den Tisch geschoben, ohne die Stimme zu heben. Schulden sind kein Weltuntergang, sagte sie. Lügen gegenüber meinem Sohn schon. Also bleiben wir höflich. Seitdem lächelte sie mich sonntags an wie vorher. Nur enger. Ich habe versucht, den Rest zu sparen. 200 im Mai, 180 im Juni. Dann die Zahnrechnung. Der Zettel blieb in der Schublade. Sie blieb freundlich. Das war der Dreck, den sie auf mich hatte. Kein Seitensprung. Kein Kind. Papier. Im Schlafzimmer sagte Andreas nichts. Er setzte sich auf die Bettkante, die Hände auf den Knien, wie jemand, der auf einer Baustelle wartet, bis der Kran frei ist. Es ist nicht, wie es aussieht, fing Brigitte an, und hörte auf, weil es genau so aussah. Wie lange? Fragte ich. Sie schluckte. Seit Pfingsten. 4 Monate. Sonntagskuchen, unter der Woche dieser Mann, und Walter im Keller bei den Weichen. Er ist nicht böse, sagte sie, und meinte Andreas. Walter ist auch nicht böse. Walter ist weg, obwohl er im Haus sitzt. Seit die Kinder ausgezogen sind, redet er mit mir wie mit einer Vermieterin. Andreas hört zu. Das ist alles. Das war nicht alles. Es war ein Bett, ein Bademantel, ein fremder Stiefelabdruck. Felix liebt dich, sagte ich. Felix liebt ein Bild, sagte sie. Wenn du das Bild zerreißt, zerreißt du ihn. Und dann zeige ich ihm, dass seine Freundin im März sein Elternhaus geleert hat. Sie sagte geleert, obwohl es 2800 waren, nicht das Haus. Die Übertreibung saß trotzdem. Andreas stand auf. Ich gehe. Bleib, sagte sie, und er ging trotzdem an mir vorbei, den Blick unten, den Helm in der Hand, den er im Flur auf den Schuhschrank gelegt hatte, als wäre das hier ein Pausenraum. Die Haustür fiel ins Schloss. Draußen knallte irgendwo ein Brett. Die Baustelle arbeitete weiter, als hätte niemand etwas gesehen. Ich fuhr nicht zu Felix. Ich fuhr zu uns, setzte mich an den Küchentisch und starrte auf die Tablettenschachtel, die ich wieder mitgenommen hatte, weil ich sie auf den Flurschrank gelegt und dann doch nicht dort lassen konnte. 3 Tage sagte ich nichts. Brigitte schrieb, alles gut? Dann, Felix muss nichts wissen. Dann, der Auszug ist noch da. Am 3. Abend kochte Felix Spaghetti, müde von der Nacht, und fragte, warum ich so still sei. Ich sagte, die Praxis sei voll. Das war wahr und eine Lüge. Ich habe in diesen 3 Tagen jede Variante durchgespielt. Wenn ich schweige, esse ich weiter Sonntagskuchen neben einer Frau, die mich kennt, und neben einem Mann, der nichts kennt. Wenn ich rede, verliere ich vielleicht Felix. Nicht, weil seine Mutter einen Mann hat, sondern weil ich im März sein Vertrauen in mich schon verkauft hatte, Zeile für Zeile. Betrug hat in dieser Familie 2 Gesichter. 1 im Schlafzimmer. 1 auf dem Kontoauszug. Am 4. Morgen stand ich vor dem Reihenhaus, bevor die Baustelle laut wurde. Walter machte die Tür auf, in der Strickjacke, die Tasse in der Hand. Hanna, so früh. Ist Felix da? Fragte ich, obwohl ich ihn selbst angerufen und herbestellt hatte. Felix kam hinter ihm aus der Küche, noch ohne Jacke. Brigitte kam die Treppe herunter, schon angezogen, das Gesicht fest, als hätte sie die Nacht geübt. Ich habe nicht lange angesetzt. Lange Sätze wären Feigheit gewesen. Ich war Dienstag hier, sagte ich. Ich habe Brigitte mit Andreas gesehen, dem von der Baustelle, im Schlafzimmer. Walter stellte die Tasse ab, ohne zu trinken. Felix lachte kurz, das kurze Lachen, das man lacht, bevor der Satz ankommt. Brigitte sah mich an,
und ich sah, wie sie die Schublade in Gedanken öffnete. Dann sag auch den Rest, sagte sie. Sie holte den Zettel. Nicht dramatisch. Wie eine Rechnung vom Strom. Sie legte ihn vor Felix auf den Tisch. 3 Zeilen. Mein Name. Ihr Konto. 2.800 €. 400 zurück. Rest offen. Deine Freundin, sagte sie ruhig, hat im März unser Haushaltsgeld genommen. Ohne zu fragen. Ich habe geschwiegen, damit du sie nicht verlierst. Jetzt will sie mich zum Monster machen, also sollst du alles haben. Felix las. Einmal. Noch einmal. Er sah nicht seine Mutter an. Er sah mich an. Stimmt das? Ja, sagte ich. Ich wollte es zurückzahlen. Ich habe 400 zurück. Den Rest nicht. Und ja, ich habe sie gesehen. Ich wollte es dir sagen. Sie hat gesagt, wenn ich rede, redet sie. Walter nahm den Zettel, hielt ihn weit weg, weil er ohne Brille nichts liest, und nickte, als wäre da eine Weiche falsch gesetzt. Ich wusste von dem Geld, sagte er. Nicht die Summe. Den Fehlbetrag. Ich rechne das Konto nach, auch wenn niemand das glaubt, er sah Brigitte an, nicht böse, nur leer. Vom Mann wusste ich nichts. Ich habe gedacht, du gehst so oft in den Garten, weil dir das Haus zu klein ist. Brigitte setzte sich. Die Stärke fiel ihr aus dem Gesicht, als wäre sie nur für die Schublade geübt gewesen, nicht für Walter. Er hört zu, sagte sie noch einmal, leiser. Du hörst seit Jahren nicht zu. Und deshalb ein Mann von der Baustelle, sagte Felix. Nicht als Frage. Niemand antwortete richtig. Andreas war nicht im Zimmer. Er war gegenüber, irgendwo zwischen Kran und Kies, und hatte mit dieser Küche nichts zu tun außer dem, was wir jetzt alle wussten. Felix schob den Zettel zu mir zurück. Das Geld, sagte er, zahlen wir auf. Du und ich. Offiziell. Keine Schublade mehr. Dann sah er seine Mutter an. Und du sagst Papa alles, was ich nicht hören will, ohne Hanna als Waffe. Oder ich gehe und komme sonntags nicht mehr. Er nahm meine Hand nicht. Er nahm auch ihre nicht. Er stand da, zwischen uns, und war zum ersten Mal der Älteste im Raum. Ich weiß nicht, ob wir halten. Ich weiß, dass ich 3 Tage geschwiegen habe und am 4. geredet. Ich weiß, dass 2.800 € wahr sind und ein Stiefelabdruck auf dem Teppich auch. Ich weiß, dass Brigitte nicht nur böse ist und ich nicht nur unschuldig. In Bayern sagt man manchmal, Familie hält, wenn niemand zu genau hinsieht. Wir haben hingesehen. Wenn Sie das hier hören, hätten Sie dem Partner die Wahrheit gesagt, obwohl jemand einen Kontoauszug über Sie in der Schublade hatte? Schreiben Sie es in die Kommentare.